Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich wollte mal mit euch über den Kunden sprechen. Eine der spannendsten Rollen im Scrum-Kontext, die aber keiner wahrhaben will. Also wenn ihr darüber nachdenkt, welche Rollen es in Scrum gibt, dann heißt es doch immer wieder, naja, es gibt das Development-Team, es gibt den Product Owner und es gibt den Scrum Master. Und dann gibt es eine Diskussion darüber, ob der Scrum Master wichtiger als der Product Owner ist und was das Development Team in Wirklichkeit ist. Ich würde euch gerne mal noch mal ganz kurz erklären, dass es in Wirklichkeit 6 Rollen gibt. Also es gibt, wie gesagt, das Development Team. Es gibt den Product Owner, den kann man dann malen, wie man möchte, so mit Hütchen oder ohne. Dann kann man den Scrum Master von mir aus da oben hinsetzen. Das kann man auch machen. Also das ist das sogenannte Scrum Team. Ja. Und dann gibt es noch so Leute, die behaupten, das wär's. Und dann gibt es vielleicht noch Stakeholder. Das Entscheidende war immer, wenn man Scrum wirklich verstehen will und das uns es so machen möchte, dass es funktioniert und später dann in anderen agilen Management Frameworks, dass es noch 3 weitere Rollen gab. Es gibt den sogenannten den Customer, es gibt den Customer, es gibt den User und es gibt den Manager. So, und über User und Manager und das Development-Team habe ich schon oft genug gesprochen. Ich würde heute ganz gerne mal kurz über den Kunden sprechen, also über die hier. Wer ist denn eigentlich der Kunde in diesem Scrum-Umfeld? Ja, das Spannende ist, dass man sich klar machen muss, der Kunde ist derjenige, der das Geld hat. Peter Drucker sagt schon, eine Firma ist dazu da, den Kunden zufriedenzustellen, also einen Kunden zu erzeugen. Jetzt gibt es eine Konfusion, also es gibt ein Missverständnis. Also einige glauben, dass derjenige, der das Produkt benutzt, immer auch der Kunde sei. Das ist aber nicht wahr. Ganz häufig ist es so, dass der Kunde derjenige ist, der etwas haben möchte und dafür bereit ist zu bezahlen und ganz andere Leute nutzen es. Nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel. Die Deutsche Bahn ist gerade in aller Munde. Die Deutsche Bahn hat Nutzer. Das sind wir Bahnkunden. Das heißt, das sind wir, die die Bahn benutzen. Spannenderweise gibt es einen Kunden, der zahlt dafür, dass es die Bahn gibt. Natürlich sind das auch viele Leute, die wir mit unseren Fahrscheinen, also ab und zu sind auch wir echte Kunden, aber der eigentliche Kunde der Deutschen Bahn, der dafür sorgt, dass die Deutsche Bahn tatsächlich funktioniert, das ist die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat dafür zu sorgen, laut Verfassungsrecht, dass die Deutsche Bahn funktioniert und ihren verfassungsrechtlichen Auftrag erfüllen kann, nämlich dass die Menschen von A nach B kommen. Das heißt, die haben das Geld. Jetzt passiert was ganz Faszinierendes. Solange in der Bilanz drinsteckt, dass das Unternehmen Geld verdient, also der Kunde quasi zufrieden ist, fällt überhaupt nicht auf, dass die Nutzer nicht zufrieden sind. Und das ist einige Jahre jetzt passiert. Spannenderweise ist das deswegen passiert, weil das Management der Deutschen Bahn wieder die Kunden, die deutsche Bundesregierung zufriedengestellt hat damit, dass sie Profits gemacht haben, aber nicht damit, dass sie den User zufriedengestellt haben, also den Bahnkunden, sondern sie haben Geld damit verdient, in Auslandsgesellschaften, also im Ausland durch Aktienspekulation Geld zu verdienen. Dann sieht das in der Bilanz super aus, der Kunde ist zufrieden, aber der User hat trotzdem keine Beförderung von A nach B bekommen. Irgendwann geht das schief, momentan geht das gerade schief, jetzt merkt es der Bundestag und damit der Kunde. Und er ist gerade nicht mehr happy. Ja, warum ist der Bundestag nicht mehr happy? Nicht deswegen, weil er plötzlich kein Geld mehr hat, sondern deswegen, weil unser User, also das Wahlvolk, plötzlich sagt, die Bahn führt ihren Auftrag nicht mehr richtig aus. Und das gefällt dem Kunden überhaupt nicht, weil das Wahlvolk unzufrieden ist, also das Produkt des Kunden nicht wirklich kauft. Ja? So, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe ein Produkt erzeugt mit meinem vielen Geld, das den eigentlichen User nicht zufriedenstellt. Und jetzt ist mein Produkt, obwohl ich viel Geld hineingesteckt habe,
nicht mehr funktional. Und warum? Weil weder das Management auf der Organisation noch die Leute, die die Produkte innerhalb der Bahn bauen, also zum Beispiel das Restaurant im Speisewagen, so entwickelt haben, dass der User tatsächlich zufrieden ist. Ja. Und das ist das Verrückte. Also der das Geld hat, hätte gern ein funktionierendes Produkt, ist aber nicht derjenige, der es benutzt. Und das ist der Kunde. Aber der Kunde hat das Geld. Leider kriegt auch der Kunde in Scrum nur raus, ob es wirklich ein Produkt ist, das funktioniert, wenn der User, in dem Fall das Wahlvolk, sagt, cooles Produkt. Und das finden wir in Scrum oder in allen anderen agilen Management-Frameworks immer wieder durch dieselbe Idee heraus. Wir schauen nach. Also wir müssen hingehen. Wir müssen uns den User anschauen. Wir müssen herausfinden, ob der User es tatsächlich benutzt. Und wenn er es benutzt und damit zufrieden ist nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar auch der Kunde zufrieden und wirft weiterhin Geld ein. So, das war mal in 5-6 Minuten erklärt, was eigentlich der Kunde in dem Scrum-Prozess macht und wozu es den braucht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.